schaut schon die ganze Zeit zu uns rüber. Was wer? Marlene. Ich dachte, sie steht gar nicht auf Frauen. Aber ich bin natürlich bereit, mich einem Eingriff zu unterziehen unter einer Bedingung. Ich will die Aufnahme. Tanjas Freiheit gegen das Leben ihres Enkels. Das ist bestimmt ein Irrtum, Lana. Jetzt steht da schwarz auf weiß. Ich kann keine Kinder kriegen. Du gehst jetzt da rein und operierst. Clarissa, ich bin Arzt, kein Metzger. Willst du Timo sterben lassen? Komm, endlich zur Vernunft. Willkommen zu Hause. Was machst du denn hier? Muss das sein? Ja, das muss. Und zu deiner anderen Frage. Ich bin nur hier, um darauf zu achten, dass du nicht wieder entführt wirst und meine kleine Rettungsaktion erfolgreich war. Bitte was? Keine Sorge, ist noch alles dran. Und drin. Was mache ich überhaupt hier? Ich wollte doch ins Krankenhaus. Jetzt mal ganz langsam. Hör mal dem lieben Onkel Ansgar ganz genau zu, aber Vorsicht. Es wird keine gute Nachtgeschichte. Ach, Ansgar, bitte. Ich fühle mich wirklich gerade nicht nach. Schon gut. Du kannst dich auch später bei mir bedanken. Sehr gerne. Wenn du mir endlich verrätst, wofür. Dafür, dass ich dir das Leben gerettet habe. Ich wollte, dass Timo seine Leber bekommt. Es hätte gut gehen können. Hör auf damit. Was hätte ich denn tun sollen? Zusehen, wie Timo stirbt? Nur weil Sebastian von Lahnstein partout nicht helfen wollte. Vielleicht kommt er doch noch hierher. Sebastian von Lahnstein? Das glaubst du doch selbst nicht. Du hast ihn entführt, wolltest ihm gegen seinen Willen seine Leber entnehmen. In einem Krankenwagen, irgendwo in der Walachei. Schon mal was von sterilen Operationsbedingungen gehört? Ach, was red ich? Und jetzt glaubst du im Ernst, dass er nach der Nummer hier angetanzt kommt, nach dem Motto, hey, ich hab da noch eine Leber, habt ihr noch Bedarf? Ach, spar dir deinen Zynismus. Wenn du nicht so ein verdammter Feigling wärst, dann wäre jetzt alles gut. Nichts wäre gut. Sebastian von Lahnstein wäre jetzt tot. Die Frau ist wahnsinnig. Vollkommen durchgeknallt. Die hätte glatt in Kauf genommen, dass ich dabei draufgehe. Du meinst, anstatt dir einfach die Aufnahmen zu geben, denen zu sehen, dass es Tanja unschuldig ist? Ja, das ist schon ziemlich durchgeknallt. Langsam, langsam, was hast du denn vor? Dr. Mendez anrufen, der wartet auf meinen Anruf. Das glaube ich nicht. Wieso? Ist was passiert? Ist Timo etwa... Ich habe keine Ahnung, aber Sebastian, so leid es mir tut, in deinem geschwächten Zustand ein zweites Mal dein Gutmenschenweltbild zu zerstören, aber Mendez steckt mit Clarissa unter einer Decke. Die wollten beide nichts anderes als dein Entgiftungsorgan. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe, und das war unser lieber Dr. Mendez, der auf einem verlassenen Bahngelände in trauter Zweisamkeit mit Clarissa deine Organspende vorbereitet hat. Ich habe diese Überwachungsaufnahmen nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sebastian von Lahnstein solche Forderungen stellt, wenn nichts dahinter steckt. Du rückst jetzt endlich diese Aufnahmen raus, Clarissa. Wenn es eine minimale Chance gibt, dann diese. Verdammt nochmal, Timo, bleiben nur noch ein paar Stunden. Ich will jetzt zu ihm. Was bist du nur für ein Mensch? Ich will jetzt meinen Enkel sehen. Hau ab, bevor ich mich vergesse. Die zweite Untersuchung? Das war's. Es schadet auf keinen Fall, noch eine dritte Meinung einzuholen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen. Es. Ich renn doch nicht zu noch einem Spezialisten, damit der mir genau das Gleiche sagt, was die anderen beiden Ärzte mir auch schon gesagt haben. Ich muss mir nicht noch mal anhören, dass ich keine richtige Frau bin. Das hat auch niemand gesagt. Darauf läuft's aber hinaus. Alle Frauen können Kinder kriegen, nur ich nicht. Wenn wir es mal mit so einer Kinderwunschklinik versuchen. Ihr kannst ja gerne hingehen, aber ohne mich.
Mistkuh. Ja, vielen Dank auch. Ich meine, Vivian. Glaubt die, ich bin ihre Zofe und trage ihr den Arsch hinterher? Oh, ja klar, kann sich jemand einen Kleiderschrank bedienen. Ist ja kein Problem. Nein, ich fass es nicht. Da ist ein Fleck drauf. Ich weiß schon, warum ich keine Kinder will. Als Babys, da sind sie noch klein und süß. Und sobald sie groß werden, da werden sie zu Bestien. Jessica, jetzt komm. Ja, ist doch wahr. Wer sich darauf einlässt, ist wirklich selbst schuld. Machst du mir auch einen Kaffee? Nein! Ist ja gut, ist war nur eine Frage. Der Aufruf im Internet läuft. Du wirst sehen, in ein paar Tagen, da rennen die Leute uns mit einer neuen Leber für dich die Bude ein. Und außerdem gibt's ja noch den anderen Spender, der sich bestimmt bald melden wird, oder? Was passiert denn jetzt? Timo schafft das. Wir finden einen geeigneten Spender. Jo. Ja, jetzt hab dich nicht so. Los. Hupf. Na los, spring. Das Wasser ist doch gar nicht kalt, oder, Emilio? Nein. Ist nicht kalt. Er kommt gar nicht mehr zu sich. Das ist die Vergiftung. Bald fällt er ins Koma, oder? Stadium 3. Was ist Stadium 3? Es gibt 4 Stadien. Stadium 4 ist das hepatische Koma und danach. Lasst ihr Dr. Fritsche und mich kurz alleine sprechen, bitte? Achtung, Achtung. Sebastian von Landstein wird nicht spenden, oder? Das, obwohl er weiß, dass Timo stirbt, wenn er... Er hat seine Gründe. Und jetzt Arschbombe. Oh. Lass euch mal allein. Da geht doch was. Ich hab richtig Scheiße gebaut. Es tut mir so leid. Comfortable as I am, I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, you would know. Clarissa hat jetzt nur noch eine einzige Chance, das Leben ihres Enkels zu retten. Sie muss uns diese Aufnahmen geben. Sebastian, Clarissa ist gefährlich, das weißt du. Erst recht, wenn sie in eine Ecke gedrängt wird. Was soll sie mir denn jetzt noch antun? Soll sie mich noch mal entführen? Zuzutrauen wär's ihr. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Und du gewöhnst dich besser schon mal an den Gedanken, dass wir deine Unschuld beweisen und du bald dein Luxushotel verlassen musst. Wird auch langsam Zeit. Emma, kannst kaum noch erwarten. Ja, hoffen wir, dass Clarissa sich drauf einlässt. Wenn sie klug ist, dann geht sie besser ein auf unsere Bedingungen. Sebastian? Pass auf dich auf, ja? Ich verspreche dir, ich werde aufpassen. Mach dir keine Sorgen. Leichter gesagt als getan. Zeigen wir der alten Schabracke, dass sie einpacken kann. Nicht ganz so schnell. Was denn? Hast du dir das anders überlegt? Ganz bestimmt nicht. Aber ich ziehe es vor, frisch geduscht in den Kampf zu ziehen. Meinetwegen musst du dir den Aufwand nicht machen. Ach, das würde ich auch nicht. Can't you just hold me? And how come it is so hard?
Sie haben die Rufnummer von Sebastian von Lahnstein gewählt. Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten nach dem Signalton. Müssen Sie mich so erschrecken? Was schleichen Sie sich an? Als hätten Sie etwas zu verbergen. Entschuldigen Sie. Ich möchte nicht gestört werden. Aber Sie sagten, ich soll Ihnen die Die können Sie gleich wieder zurückbringen. Aber ich dachte... Sebastian von Lahnstein wird mir nicht helfen. Weder mit noch ohne Gegenleistung. Was passiert jetzt mit Ihrem Enkel? Gehen Sie endlich. Und hören Sie auf, mich zu quälen. Man könnte meinen, du fühlst dich verfolgt. Wie kommst du denn darauf? Du checkst. Die ganze Zeit verdrehst du deinen Kopf, um auch ja nichts zu verpassen. Ach, das ist Berufskrankheit. Ich muss dauernd gucken, was die Leute so anhaben. Zum Beispiel, also ich meine, die Kombination zwischen Farbe und Schnitt ist doch bei diesem Teil total grenzwertig. Aber ich glaube, du hast dafür ein besseres Gespür als ich. Weißt du noch, als du New York unbedingt mit mir ins 22 wolltest, um die Ideen für eine neue Bademodenkollektion zu holen? Jetzt sag bloß, dass es keine Spitzenidee war. Naja, es war Ende Oktober. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was du an dem Abend in dem Club gesehen hast. Aber deine Entwürfe später, alle Achtung. Wet Fantasy. Was? Wet Fantasy? Ja, das war meine erste Kollektion für Linie CL. Aber mit dem Namen habe ich nichts zu tun. Ich bin auch ein bisschen beleidigt, dass du mich nicht als Model für die Kampagne gebucht hast. Ja, weißt du, ich kann das gar nicht entscheiden. Und außerdem hatten wir schon jemand anders. Hallo. Erde an Rebecca. Oh, oh. An wen auch immer du gerade denkst. Der Lady scheinen deine Bikinis aber auch ganz gut zu stehen. Sogar ziemlich gut. So schlimm? Schnee von gestern. Was meinst du? Noch so an? Hey! Meinst du nicht, du solltest dir noch ein bisschen Ruhe gönnen? Wieso? Ich bin nicht krank, ich bin nur unfruchtbar. Pass auf, lass uns doch einfach so weitermachen wie bisher, ja? Ich werde als Jockey arbeiten, und zwar für alle Rennen. Das ist wenigstens was ich kann. Bin ich zu früh? Nein, du kommst genau richtig. Hey! Also, was wir dir sagen wollen, Dana wird ab Herbst alle Rennen reiten. Das bedeutet natürlich erheblich mehr Trainingsaufwand. Hab ich irgendwas verpasst? Mein letzter Stand war, dass du jetzt kürzer trittst, weil ihr Eltern werden wollt. Unsere privaten Pläne tun jetzt nichts zur Sache. Im Moment will ich mich wieder voll auf meinen Job konzentrieren. Also, wo war ich stehen geblieben? Hagen, warte mal kurz. Vor ein paar Wochen, da hast du mich damit beauftragt, ich soll einen neuen Jockey suchen. Ah, das hat sich dann wohl erledigt. Ja, ist ja super. Ich habe vorhin mit Marie Werner telefoniert und habe sie hier zum Gespräch eingeladen. Dann musst du ihr halt wieder absagen. Da habe ich ja Glück, dass ich das jetzt noch erfahre und nicht an ihrem ersten Arbeitstag. Es tut mir leid, wenn dir das zusätzliche Arbeit macht. Aber manchmal ändern sich eben die Umstände. Hagen, ich kann das verstehen, aber man kann doch über alles reden. Christian, das tun wir gerade! Pass auf, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ich bin hier der Chef, ich treffe die Entscheidungen. Und ich denke nicht, dass ich jede meiner Entscheidungen vorher mit dir absprechen muss. Verstanden? Kannst du mir mal sagen, was hier los ist? Bleibt alles beim Alten, ist doch gut. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass auch andere Mütter extrem schöne Töchter haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Das dachte ich mir. Gott, Entschuldigung. Nein, lass. Du schneidest dich noch. Ziemliche Sauerei, was? Olli, bringst du mir bitte einen Lappen und ein Kehrblech?
Ich hoffe, du hast nicht zu viel abbekommen. Ach, kommt ihr mal weg hier, Josie. Würdest du mir noch mal das Gleiche machen für Rebecca und Juliette? Richtig, wir haben heute zusammen gearbeitet. Sie ist nett. Und was willst du damit sagen? Nichts. Ich finde einfach, dass ihr gut zusammenpasst. Weißt du was? Es ist mir eigentlich ziemlich egal, was du findest. Und es geht dich zwar nichts an, aber Juliette und ich sind nur gute Freunde. Nicht mehr und nicht weniger. Und genau das können wir beide eben nicht mehr sein. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Herr von Lahnstein, ich muss Sie sprechen. Sebastian von Lahnstein Nur eine Minute. ist nicht für Sie zu sprechen. Sie wagen es noch, mich um etwas zu bitten? Nachdem Sie mich verschleppt haben, um mich auszuweiden? Mein Sohn wird sterben. Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Ich habe das nicht gewollt. Ich war immer gegen diese Idee. Was denn? Dann hat Clarissa Sie also auch entführt? Sie weiß genau, dass ich fast alles tun würde, um Timo zu retten. Das hätten Sie doch auch, wenn Ansgar ihm nicht dazwischen gekommen wäre. Aber da habe ich doch schon alles abgebrochen gehabt. Ich habe Clarissa erklärt, dass ich das nicht kann, weil der ganze Plan Wahnsinn war. Finden Sie nicht, Sie machen sich's ein bisschen leicht? Ich weiß, dass ich nicht unschuldig bin. Und ich werde zur Polizei gehen und mich selbst anzeigen. Es ist mir egal, ob ich ins Gefängnis muss, ob ich meine Zulassung verliere. Hauptsache, Timo lebt. Wissen Sie, was das wirklich Tragische an dieser Geschichte ist? Als Ihre Schwiegermutter mich gekidnappt hat, da war ich auf dem Weg ins Krankenhaus, um zu spenden, ohne Gegenleistung. Weil ich nicht wollte, dass Ihr Sohn unter unseren Fehlern leiden muss. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schäme mich für das, was Clarissa getan hat. Und ich schäme mich auch für mich, dass ich es nur einen Moment in Erwägung ziehen konnte. Aber Timo kann nichts dafür. Ich habe Hagen so noch nie erlebt. Was ist denn los? Habt ihr euch gestritten oder was? Geht nicht wirklich. Wir haben erfahren, dass wir keine Kinder kriegen können. Also dass ich keine Kinder kriegen kann. Das tut mir leid. Ja. Aber gibt's da nicht auch immer neue Behandlungsmethoden und so? Hagen will mich auch schon von einem Spezialisten zum anderen schleppen, aber ich stehe das nicht durch. Mir immer wieder Hoffnungen zu machen, das packe ich nicht. Das kann ich verstehen. Als ihr damals Lilly weggeben musstet, da wollte Olli es auch noch mal mit einer neuen Pflegschaft probieren. Mhm. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Da war unsere Ehe auch fast kaputt. Ja, aber jetzt seid ihr wieder zusammen. Aber nur, weil Olli den Traum von einer Familie aufgegeben hat. Ich weiß, wie schwer das für ihn war. Und ich hätte auch verstanden, wenn er das nicht gemacht hätte. Aber ihr liebt euch. So eine Beziehung, die gibt man ja nicht einfach so auf, nur weil die Lebenspläne gerade nicht übereinstimmen. Ja, wenn man jetzt komplett verschiedene Lebensentwürfe hat, dann wird man auf Dauer nicht glücklich, Dana. Da hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass man nur Kompromisse eingeht und... Das heißt natürlich nicht, dass... Dana, weil du nicht kannst, das ist einfach Schicksal. Und das kriegt ihr hin. Ja, klar. Keine Angst, ich stalke dich nicht. Ich habe heute Morgen nur die hier im Studio liegen lassen. Und als ich dich hier gesehen habe, alleine und traurig, mit gebeugtem Rücken schuftend, da konnte ich einfach nicht anders. Ich musste dir Hallo sagen. Es war wie ein Zwang. Du lächelst ja wieder. Und ich habe schon gedacht, ich hätte dich für immer verschreckt. Du doch nicht. Dann stellt sich aber die Frage, wenn nicht ich, wer dann? Die Arbeit. Ich habe in 2 Wochen eine Präsentation und meine Kollektion ist ein Desaster. Du lügst. Wenn deine anderen Teile nur annähernd so gut sind wie das hier, können die nicht der Grund für deine Stimmung sein. Sprich die Fachfrau.
Ein bisschen kenne ich dich ja mittlerweile doch. Jetzt sag schon, wer ist sie? Welche Kuh hat dein hübsches Herz gebrochen? Niemand. Ach, jetzt hör mal auf. Sie hat eine andere. Volltreffer. Sie verschmäht dich wegen irgendeinem dahergelaufenen Mädel. Kein Mädel. Ein Mann. Shit! Was habe ich dir immer gesagt? Finger weg von den Heten, die machen nur Ärger. Weißt du, was wir zwei jetzt machen? Wir brezeln uns jetzt auf und dann gehen wir heute Abend so richtig tanzen. Was Besseres gibt's gar nicht gegen Liebeskummer. Sorry, aber ich muss wirklich noch was tun. Okay, dann helfe ich dir. Und als erstes ziehe ich nur für dich diesen Traum von Fetzen an, damit du endlich erkennst, was für ein scharfes Teil du da entworfen hast. Ich bin so froh. Kannst du auch sein, bald bist du hier raus. Du denkst an Timo, oder? Und daran, dass er sterben wird, wenn du nichts tust. Das ist dann nicht meine Schuld. Bist du dir da sicher? Ja, das bin ich. Oder würdest du dich noch unter das Messer legen, nach allem, was passiert ist? Nein. Aber was ich machen würde, ist in diesem Fall auch völlig egal. Du wirst damit leben müssen, wenn du es nicht tust. Und das kannst du nicht. Du bist anders als ich. Hey, du bist einer von den Guten. Wiedersehen. Schönen Feierabend noch. Schönen Abend. Danke. Nicht schlecht, oder? Könntest du mir vielleicht mal mit dem da helfen? Was ist? Ich glaube, so müsste es gehen. Wir sollten den Ausbau der Stallung auf nächstes Jahr verschieben. Was meinst du? Was hast du gesagt? Was ist mit den Stallungen? Ja. Dana und ich, wir können keine Kinder kriegen. Wie bitte? Wir waren heute beim Spezialisten, schon beim zweiten. Der hat die Diagnose bestätigt. Das tut mir leid. Ausgerechnet du. Warum? Weil mein Kind der Stammhalter der Lahnsteins werden sollte? Dass du in so einer Situation ans Geschäft denken kannst. So habe ich gar nicht gedacht. Es tut mir leid, weil ich weiß, wie sehr du dir Kinder gewünscht hast. Sag es doch. Erst will Dana meinen Namen nicht annehmen, dann will sie nicht aufs Schloss ziehen und jetzt kann sie nicht mehr Kinder kriegen. Das ist es doch, was du denkst. Denkst du so? Komm mal hier. Oh, Mir war gar nicht klar, wie sehr ich mir eigene Kinder wünsche. Wie geht denn Dana damit um? Sie will am liebsten über das Thema gar nicht reden. Das Schlimmste ist, dass ich fast froh darüber bin, weil, was soll ich Ihnen denn sagen? Dass alles gut wird? Ich bin froh, dass ich diesen Auftrag hier bekommen habe. Ich wollte dich sowieso schon längst mal besuchen. Nachdem du dich ja nicht mehr von mir verabschiedet hast. Ich habe mich fast von niemandem verabschiedet. Das Angebot hier aus Düsseldorf, das kam so plötzlich. Ach, kein Problem. Ich weiß doch selbst, wie das ist. Außerdem wusste ich sowieso, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Wusstest du das? Wie gesagt, früher oder später hätte ich dich besucht. Schön, dass du hier so viel Erfolg hast.
Das Kostüm, das du für Marlene entworfen hast, das ist der Wahnsinn. Lass uns nicht schon wieder über Klamotten sprechen. Warum nicht? Ich liebe Klamotten. Und vor allem deine. Obwohl es natürlich auch Situationen gibt, in denen sie nur stören. Weißt du noch, wie ich dich in New York auf der Arbeit besucht habe? Wir waren in deinem Atelier hinter dem Vorhang. Uns jeden Moment jemand hätte entdecken können. Du hast Feierabend. Sebastian geht nicht ran. Immerhin. Die Polizei war noch nicht hier. Ist das alles, was dich interessiert? Dass du mit heiler Haut davonkommst? Vielleicht bedeutet das ja, dass er trotzdem darüber nachdenkt, Timo zu helfen. Vergiss es. Hast du etwa mit ihm geredet? Es ist dir nicht gelungen, ihn zu überzeugen? Och, was bist du nur für ein erbärmlicher Versager? Ich hatte ihn soweit. Er wollte spenden. Er war sogar schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Aber das ist ja wunderbar. Nur leider war das gestern. Und blöderweise wurde er unterwegs entführt. Wenn Timo stirbt, dann ist das ganz allein deine Schuld. Ich weiß, wie enttäuscht du bist, dass ich nicht schwanger werden kann. Ich bin traurig, genau wie du. Aber hast ja recht, wir müssen uns damit abfinden und das werden wir auch schaffen. Was, wenn du das nicht schaffst? Wie meinst du das? Ich weiß, wie sehr du dir immer Kinder gewünscht hast. Und ich will nicht, dass du meinetwegen darauf verzichten musst. Heißt das, du willst doch versuchen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt? Das Thema ist für mich durch. Ich kann es verstehen, wenn es das für dich nicht ist. Verstehe nicht. Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht bin ich einfach nicht die richtige Frau für dich. Was redest du da? Wir haben gerade erst geheiratet. Ja, aber da wusstest du noch nicht, dass ich unfruchtbar bin. Na und? Das ist nicht so wichtig. Doch. Das ist sehr wichtig. Das ist dein Leben. Dein Glück. Ich will nicht, dass du meinetwegen unglücklich wirst. Deshalb solltest du noch mal darüber nachdenken, ob du wirklich mit mir zusammen sein willst. Gehst du ins Krankenhaus? Du, ich komme mit. Nein, das tust du nicht. Du lässt Timo und mich in Ruhe. Ich bin mir sicher, dass er mich sehen will. Selbst wenn das so wäre, was ich bezweifle, würde er wohl inzwischen niemanden mehr erkennen. Ich werde alles für meinen Enkel tun. Dafür ist es zu spät. Aber du hättest tatsächlich etwas tun können. Du hättest dich zum Beispiel selbst bei Sebastian von Lahnstein entschuldigen können, anstatt das mir zu überlassen. Vielleicht. Vielleicht hätte er sich's dann noch mal anders überlegt, wenn du einmal, nur ein einziges Mal über deinen Schatten gesprungen wärst. Aber ich habe doch versucht, ihn anzurufen. Er ist nicht ans Telefon gegangen. Ein Anruf. Ein Anruf. Das ist alles, was dir dazu einfällt? Aber auf die Idee, dich mal wirklich ins Zeug zu legen, auf die Idee bist du gar nicht gekommen. Natürlich nicht. Stattdessen sitzt du lieber hier rum und tust dir selbst leid. Clarissa, du bist wirklich das allerletzte. Boris, wo zur Hölle bleiben Sie? Ich werde mit Frau von Anstetten darüber reden, aber ich kann Ihnen nichts versprechen. I can't promise you anything. Ja, gleich morgen früh. First thing tomorrow. Right. Hi, sayonara. Shitsue shimasu. Harte Nuss, oder? Das kann man wohl sagen. Manchmal muss man wirklich alles geben, um verstanden zu werden. Solange es den gewünschten Erfolg bringt.
Was meinst du? Hallo, Timo. Ich wollte dir... Ich weiß, wir beide kennen uns eigentlich gar nicht. Aber ich wollte dir sagen, dass es mir leid tut, was dir passiert ist. Tja, ich gehe dann mal wieder. Bist du ja endlich. Ja? Ich habe Angst. Ich muss sterben. Oder? Papa? Denkst du wirklich, ich verlasse dich, weil du keine Kinder kriegen kannst? Ich finde, du solltest zumindest mal darüber nachdenken. Das muss ich nicht. Sagen, ich sehe doch, wie schwer es dir fällt, dich mit der Tatsache abzufinden, dass wir keine Kinder kriegen können. Natürlich fällt's mir das tut's dir doch auch. Und ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass es wirklich aussichtslos ist. Ja, weil du die Vorstellung unerträglich findest. Weißt du, was wirklich unerträglich für mich ist? Und zwar so sehr, dass ich den Gedanken daran allein schon nicht aushalten kann. Dich zu verlieren. Ich kann mir zur Not ein Leben ohne Kinder vorstellen. Aber niemals ein Leben ohne dich. Kannst du mir die Akte von Frau Breidel bringen, bitte? Wie geht's ihm? Seine Werte haben sich dramatisch verschlechtert. Ricardo, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann... Das wurde aber auch Zeit. Ja, was ist denn noch?
Ich weiß, es geht mich nichts an, aber vorhin wollten Sie die Aufnahmen noch auf keinen Fall rausgeben und jetzt doch? Sie haben völlig recht. Es geht Sie auch nichts an. Herr von Lahnstein. Machen Sie mich fertig für die OP.